Bevor ihr in Vietnam irgendwas unterschreibt, immer erst anschauen gehen. Da kriegst du den Deutsch nicht aus mir raus. Da hatte ich, glaube ich, die ersten Monate schon ein bisschen zu kämpfen. Ich würde gerne hier bleiben. District 2 in Ho Chi Minh City wird oft als Expat-Paradies bezeichnet. Aber lohnt sich der Preis oder zahlt man hier doch nur für die Fassade? Wir besuchen heute eine Freundin von mir und machen den ultimativen Check. Wir legen alle Zahlen offen auf den Tisch und schauen, was man hier wirklich bekommt. Also ich sitze hier gerade in der Lobby und man sieht direkt Empfang, Security-Mann und hier auch eine Putzfrau. Man fühlt sich wirklich extrem sicher und es wirkt alles sehr, sehr hochwertig. Ich klingel mal und schau mal, ob sie schon da ist. Manche Apartments bieten auch an, dass Touristen hier wohnen dürfen, aber Mastery, also dort, wo wir gerade sind, verbietet das zum Beispiel. Die wollen nicht, dass Touristen für eine kurze Zeit hier bleiben, weil das Risiko dann wahrscheinlich einfach zu hoch ist und die Sicherheit nicht gewährleisten kann. Aber für längere Zeiträume könnt ihr hier bleiben. Okay, also hier wohnt sie. Ich klopfe mal an. Hallo. Hi, kommt rein, kommt rein. Also das ist Hürm. Sie wohnt hier. Hi. Und sie hat sich bereitgestellt, uns heute ihre Wohnung zu zeigen. Genau, das ist mein Heim für 6 Monate gewesen. Wollen wir gleich anfangen? Ja, gerne. Super, also meine Wohnung hat 2 Zimmer. Und das ist das erste, das nennt man auch das Master Bedroom. Wow. Weil ein Master Bedroom hat meistens noch ein Badezimmer hier drin. Das sieht dann so aus mit Dusche und Toilette. Könnt ihr gerne reingehen und mal schauen, wenn ihr wollt. Das sieht schon echt groß aus, ne? Ja, genau. Also die Wohnung hat einen gesamten Quadratmeter von 70 ungefähr war das. Ja. Genau, und dann teilt sich das auf und dahinter habt ihr sogar noch einen Balkon. Waren die Schränke und so alles schon drin? Ja, genau. Das ist eine mobilierte Wohnung gewesen tatsächlich. Oh, krass. Also Schränke, Betten, also die ganzen Grundausstattungen, die ihr hier seht, die sind tatsächlich schon alle drinne gewesen, sogar auch Bettwäsche. Oh, wow. Die wurden auch zur Verfügung gestellt und sogar Handtücher musste ich damals auch keine mitbringen und auch so solche Kleinigkeiten waren auch alles schon mit dabei tatsächlich, genau. Das heißt, du musstest eigentlich für Schlafzimmer und Badezimmer gar nichts. Genau, wir haben Mal nichts ausgeben. gekauft, Ja. aber da ich hier nicht alleine wohne, sondern zu zweit, haben wir uns tatsächlich ein paar Sachen noch dazugeholt, wie hier diesen Schreibtisch, damit er auf seiner Seite auch noch was hat und ich alles auf den Boden legen musste. Wollt ihr mal auf den Balkon? Oh ja, gerne. Genau, wir sind hier im 20. Stockwerk. Wenn ihr hier rausgeht, habt ihr eine coole Aussicht einmal auf den, ich würde sagen, das ist ungefähr so ein bisschen der Innenhof mit so Spielplatz und Basketballplatz für Kinder. Und wenn ihr nach unten schaut, seht ihr direkt auch den Pool tatsächlich. Ja, da schwimmen auch tatsächlich gerade Leute. Dürft ihr den auch benutzen? Ja, oder? der ist bei uns mit drinnen, mit allem drum und dran. Cool. Genau. Und da hinten kann man, glaube ich, noch Basketball spielen? Genau, tatsächlich habt ihr recht viele Sachen. Also hier hinten sind Basketballfelder und da hinten sind Tennisfelder tatsächlich. Die darf man, glaube ich, auch mit benutzen, nur habe ich es nie gemacht, weil ich kein Tennis spiele. Genau. Und hier, ich weiß nicht, ob man das seht, ob ihr das seht, da sind auch Spielplätze für Kinder. Ah ja, stimmt. Klimaanlagen hat auch jedes Zimmer tatsächlich. Ja. Das ist das zweite Zimmer, das ist ein normales Schlafzimmer. Auch mit Bett, Schrank und Tischen. Das war auch alles schon so drinne. Wohnt ihr auch jemand? Bettendecken. Oder? Tatsächlich haben wir es immer nur für Freunde oder Familie, die uns besucht haben, haben wir dann das Zimmer quasi zur Verfügung gestellt. Das war ganz praktisch, weil die haben dann tatsächlich ihr eigenes Bad hier draußen. Ja. Das ist ein bisschen kleiner, aber ich finde tatsächlich gefällt mir das Bad mehr als das Bad drinne. Es ist zwar kleiner, aber ich finde, es sieht neuerer aus. Es ist ein Gefühl von, als würde Ich weiß, neu was du gemacht. meinst. Ich weiß, was du meinst. Genau, deswegen gefällt mir das Bad tatsächlich hier drüben mehr. Und schon sind wir wieder im Wohnzimmer Ja. tatsächlich. Wohnzimmer, Küche, genau. Ja. Es ist ein gemeinsamer Bereich. Küche, dann haben wir den Essbereich und das Wohnzimmer. Darf ich mal reingucken? Na klar. Tatsächlich wirst du nicht mehr viel drin finden, weil wir Wasser. ausziehen tatsächlich, genau. Wir sind im Prozess auszuziehen. Ja. Deswegen sieht die Wohnung auch komplett leer aus. Küche war so hier zu finden. Wir hatten Wasserkocher, wir hatten so die Basic-Utensilien, würde ich sagen. Aber vieles mussten wir tatsächlich nachkaufen, weil wir halt mehr als 2 Leute waren. Also wir haben an Besteck viel nachgekauft, wir haben an Tassen viel nachgekauft. Wir haben einen Airfryer nachkaufen müssen oder wollten einen Airfryer nachkaufen, weil es praktisch ist, weil wir keinen Ofen hier haben. So die Kleinigkeiten, immer wenn was gefehlt hat, haben wir das dazu gekauft. Und ich glaube, die größte Anschaffung war tatsächlich der Airfryer. Kocht ihr hier auch? Essen ist teuer irgendwann gewesen, stimmt. auf Dauer. Vor allen Dingen hier in Q2 ist auf Dauer recht teuer. Und irgendwann wussten wir nicht mehr, was wir essen sollten. Also haben wir angefangen, einfach zu kochen. Genau, also ihr könnt auch reinschauen. Es ist wirklich sehr basic, was es an Geschirr gibt. Wir haben auch an Gewürzen alles tatsächlich neu gekauft. Ja. Hier hinten, wenn ihr fragt, wie ich meine Wäsche wasche, wir haben hier einen kleinen Wäscheraum. Der war schon so da. Also Waschmaschine ist da. Es ist echt heiß hier drin. Genau, es ist super warm. Wir hatten hier Waschmaschine da. Wir haben oben die Aufhänger, nennt man das, glaube ich. Ja. Genau. Dann haben wir hier so Sachen zum Putzen bekommen.
Und das Einzige, was nicht dabei war, waren tatsächlich hier diese Wäscheständer. Die haben wir uns nachgekauft. Und sowas habe ich mir nachgekauft. Putzt ihr eure Wohnung auch selber? Ich habe gesehen, dass viele eine Putzfrau Ja, genau. oder eine Reinigungskraft. Ich putze generell nicht so gerne, deswegen ist es super praktisch, weil es gibt eine App, die heißt Vitaski. Ja. Da kann man sich wirklich alles rufen und buchen, was man braucht. Eine Putzfrau, es gibt sogar Childcare, also du kannst dir einen Babysitter jetzt quasi auch dadurch buchen, wenn du magst. Die haben ihre Services komplett ausgeweitet. Ja. Die machen so jetzt Beauty sogar. Du kannst deine Klimaanlagen auch reinigen lassen von denen. Also es ist super praktisch. Und je nach Quadratmeter, je nach Zimmer, wird es dann halt berechnet. Also wir haben immer um die 270 gezahlt, 270.000. Ja, es sind so fast 10 Euro und 8 Euro. 9 Ja, Euro, genau, ne? ein bisschen weniger als 10 Euro für 2 Stunden. Das hat total ausgereicht. Wir waren immer recht zufrieden. Ging auch super schnell mit Buchen und Bezahlen. Und die Leute, die das wirklich machen, sind auch super nett. Ja. Am Anfang hatte ich immer Angst, ja okay, was, wenn die meine Sachen klauen und wie funktioniert das? Aber die waren super, super nett. Also das ist dann ein super kleiner Wohnzimmer mit einem Fernseher. Ja. Und hier hat man auch die Fenster, aber die Fenster hier gehen tatsächlich nicht komplett auf wie in Deutschland, sondern nur bis hier. Also du kannst nicht komplett durchlüften. Bevor wir jetzt zu der interessanten Frage kommen, wie viel du hier eigentlich zahlst, würdest du den Zuschauern erstmal sagen, vielleicht wer du bist, warum du hier bist, was du hier machst? Ja, ich bin hier. Muss ich mein Alter sagen? Du kannst das sagen, was du willst. Okay. Warum ich hier bin, ist, weil ich aktuell mein Auslandssemester mache bzw. gemacht habe für 6 Monate. Und was studierst du? Normal internationale Betriebswirtschaftslehre. Ist es hier eine Partneruni oder musst du irgendwas anderes ausfüllen? Ja, genau. Also das ist eine Partneruni, weil meine Uni ist ein Auslandssemester Pflicht. Und ich habe mich dann für Vietnam entschieden, weil ich dachte, meine Heimat und ich wollte generell schon mal für eine längere Zeit in Vietnam leben. Und deswegen wollte ich mal jetzt so auch für mich alleine einfach hier nach Vietnam fliegen und meine eigenen Erfahrungen machen. Genau. Meine Mama sagt immer so, du musst aufpassen, wenn du nach Vietnam gehst. Ja. Pass auf Leute, die dich scammen wollen. Ja. Du musst all deine Sachen bei dir haben. Du darfst jetzt nicht unachtsam irgendwie sein und so. Aber das Gefühl hatte ich gar nicht tatsächlich. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich immer auf gute Leute gestoßen. Hatte immer auch gut Glück vielleicht. Und Leute haben auch immer geholfen, wenn ich Probleme hatte oder so. Deswegen muss ich sagen, das Leben hier fand ich wirklich sehr, sehr toll. Und ich würde tatsächlich auch am liebsten hier bleiben, wenn es möglich wäre. Ja. Ich finde, Vietnam hat sich auch innerhalb dieser 15 bis 20 Jahre total verändert. Definitiv. Also als unsere Eltern hier aufgewachsen sind, war das ja komplett alles anders. Und jetzt fühlt man sich wirklich viel, viel sicherer als damals. Genau. Und ich finde auch, die Leute hier sind einfach komplett anders vom Mindset her. Also Leute hier sind auf jeden Fall immer freundlicher drauf, immer höflicher, finde ich. Im Gegensatz jetzt zu anderen Ländern. Und ich finde, hier habe ich jetzt nicht so Probleme gehabt, irgendwie, wo Leute mich irgendwie schief angeschaut haben oder irgendwie jetzt mich blöd angemacht haben. Also würdest du sagen, Vietnam war auf jeden Fall die richtige Entscheidung? Definitiv. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Familie hier und Freunde machen können, konnte ich hier auch. Ja. Und deswegen fühlt man sich schon echt wohl. Ja. Das Einzige wirklich, was man vermisst, sind halt die Familie und Freunde drüben. Du sagst schon, du hast ja auch ein paar Freunde machen können. War das am Anfang schwer? Freunde hier habe ich tatsächlich machen können, aber das ist dann wiederum, die habe ich nicht hier kennengelernt, sondern ich habe sie in Deutschland kennengelernt und die Freunde waren halt im Prozess nach Vietnam zu ziehen, deswegen hatte ich da tatsächlich schon irgendwo ein bisschen Bezugsperson gehabt, konnten uns hier besser kennenlernen, weil wir in Deutschland uns nur einmal treffen konnten und sie hat mich dann quasi einfach ihren Freunden dann noch vorgestellt. Ich höre von vielen anderen Leuten, dass sie hier super schnell Freunde finden. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Aber ich glaube halt einfach durch viele verschiedene Facebook-Gruppen. Und so viel zu Facebook-Gruppen. Ich höre von vielen, dass sie ihre Wohnung über Facebook finden, wenn die jetzt nach Vietnam zum Beispiel ziehen. Ist das bei dir auch so gewesen oder wie hast du deine Wohnung gefunden? Du kannst alles über Facebook finden tatsächlich. Egal ob zu Gruppen, Freunde, Sport oder halt eben auch Wohnungen. Ja. Und ich habe meine Wohnung tatsächlich nicht durch Facebook gefunden, sondern in der Uni gibt es immer eine, die sind halt für Austauschstudenten quasi verantwortlich. Und bei mir hat es dann recht gut gepasst, weil ich hatte den Kontakt von der Uni bekommen und zu der Zeit waren meine Eltern auch in Vietnam. Ja. Und dann habe ich meiner Mama gesagt, ja, ich habe hier diese Nummer, kannst du sie bitte anrufen und fragen nach einer Wohnung und Wohnungsbesichtigung, weil bevor ihr in Vietnam irgendwas unterschreibt, was Wohnung angeht, immer erst anschauen gehen. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast dann alles aus Deutschland gemacht. Hast du einen Mietvertrag bekommen? Da ich erst Ende August eingezogen bin und meine Eltern Mitte Juli da waren, die das gemacht haben, mussten meine Eltern quasi den Vertrag für mich unterschreiben. Okay. Und die haben für mich dann auch die Kaution gezahlt, die war dann ein bisschen höher, weil ich ja einen Monat quasi die Wohnung reservieren musste, damit kein anderer reinkommt. Und dann, als ich angekommen bin hier, habe ich mich nochmal mit der
ich nenne sie einfach Immobilienmaklerin, Ja. habe ich mit ihr nochmal getroffen. Sie hat die Papiere fertig gemacht. Ja. Sie hat quasi auch Abzüge von meinem Pass gemacht und von meinem Visum. Ja. Und dann habe ich quasi den Mietvertrag noch Oh, okay. unterschrieben. Du hast jetzt gesagt, du hast eine Kaution gezahlt. Genau. Wie hoch war die Kaution und wie hoch ist deine Miete? Das habe ich, glaube ich, schon gar nicht gefragt. Genau, also Kaution tatsächlich ist, glaube ich, keine fixe Summe im Sinne von jeder zahlt dieselbe Kaution, sondern ich musste jetzt 38 Millionen Dons, so? genau, Ja. Dons zahlen. Das sind, glaube ich, um die 1.000 Euro. Ja, plus Bisschen minus, mehr, ja. genau. Also eigentlich 1.000 Euro nur oder so. Das war jetzt die Kaution, die habe ich jetzt auch schon wieder bekommen, weil ich jetzt dann auch demnächst ausziehen werde. Und meine Miete monatlich war 19 Millionen. Dazu muss man auch sagen, man sollte in Vietnam vielleicht nicht immer den ersten Preis gleich annehmen, den man bekommt, sondern man hat immer so ein bisschen Spielraum. Ja. Den habe ich halt auch genutzt und konnte dementsprechend meine Miete auch ein bisschen runterverhandeln. Wie viel war sie davor? Am Anfang war sie 23. Ja, also 4 Millionen konntest du verhandeln. Genau, dann konnte ich verhandeln, aber das kam halt auch quasi mit einem kleinen Nachteil, dass ich meine komplette Miete für die 6 Monate vorab zahlen musste. Also ich okay. konnte quasi jetzt nicht monatlich diese 19 Mio Ja. zahlen, sondern ich musste alles auf einen Schlag zahlen. Boah, das ist schon viel. Hast du dann noch andere Kosten neben Miete, Kaution? Strom musst du bestimmt noch zahlen, Wasser? Genau, Strom, Wasser und WLAN. Ja. WLAN habe ich damals alles abbezahlt mit der Miete zusammen. Das WLAN waren 10 Euro, also 300 Für 6 Monate oder für einen? Nee, also pro Monat. Ah, ich dachte schon. Und das mal 6, genau, Ja, genau. 60 genau. Euro dann, ja. Genau. Und dann monatlich kam dann halt nur noch die Stromrechnung und Wasserrechnungen. Ja. Und die sind wie hoch, weißt du das? Das Ding ist halt, ich habe jetzt keine Rechnung bekommen wie in Deutschland, wo das Ja. jetzt alles draufsteht, sondern in Vietnam wird alles viel über WhatsApp, Social Media gemacht tatsächlich. Und Ja. dementsprechend hatte ich dann auch alle meine Rechnungen über WhatsApp bekommen. Ja. Aber ist es eine richtige Rechnung oder schreibt sie einfach nur, zahl mir das jetzt? Das kannst du dann einblenden, das sieht dann quasi so aus, teilt das schon alles auf und dann sagt sie halt, New Electricity Meter war das hier Ja. zum Beispiel und dann der alte und dann sieht man halt, wie viel man verbraucht hat Ja. und dann sagt sie halt, wie viel was gekostet hat. Okay, aber theoretisch könnte sie auch irgendwas hinschreiben. An sich schon, ich kann es halt nicht nach, aber an sich, ich muss sagen zum Beispiel, als ich hergezogen bin, habe ich mit 3 Leuten gewohnt. Ja. Für den Zeitraum, wo wir zu dritt hier waren, habe ich halt die Rechnung bekommen. Ja. Und bin durchgegangen, habe meine Mama gefragt, Ja. ob das halt legit ist, ob das vielleicht zu viel ist oder so. Und sie meinte, es ist in Ordnung für den Preis, weil Strom und Wasser in Vietnam sind nicht teuer. Also Aber ich habe ich muss sagen, also ich sehe hier, Wasser kostet ungefähr 290, das sind fast 10 Euro. Strom kostet einfach 2 Millionen, also das ist ja schon echt ein großer Unterschied zwischen Strom und Da, Wasser. da muss man aber bedenken, das war im Oktober und Oktober ist in Vietnam mega heiß. Ja. Du kommst halt zur Saison, wo es richtig schwül ist und wo es immer regnet und super heiß Ja. ist. Das heißt, du ballerst deine Klimaanlage Tag und Nacht. Ja. Aber sonst normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel die Klimaanlage nicht anhast und jetzt nur zum Beispiel Ventilator benutzt, dann ist die Rechnung auch nicht so hoch. Und aber zum Beispiel im Januar, da war ich jetzt 2 Wochen da nur und wir haben auch zu dritt gewohnt Ja. und ich habe unter 30 Euro gezahlt. Und hast du noch Management-Fees hier in dem Apartment? Es gibt Management-Fees, aber die sind bei mir schon inklusive. Wenn wir jetzt zum Pool wollen, können wir in die Richtung. Und wenn wir direkt ins Gym wollen, können wir in die Richtung. Was wir machen können, ist, wir gehen einmal rum, weil du kannst auch von hier zum Gym. Okay, klingt gut. Siehst du eigentlich hier viele Nachbarn? Ja, also so am Fahrstuhl halt immer hoch und runter. Dann siehst du die Leute, aber man kennt sich eigentlich gar nicht. Das ist jetzt bei jedem Apartment anders. In dem Fall ist es immer mit Gesichtsscanner. Ja. Das heißt, ich muss jetzt mein Gesicht ranscannen. Und jetzt könnt ihr durch, Okay. weil sonst kommen wir nicht alle rein. Jetzt sind wir alle drin. Jetzt seht ihr hier den Pool. Wir müssen jetzt unsere Schuhe ausziehen, Okay. wenn wir hier rauf wollen. Du kannst hier am Anfang noch stehen. Und je weiter du reingehst, desto tiefer wird es dann. Das ist auch hier drüben die Kabinen, wo du dich umziehen kannst und abduschen kannst. Ja. Das ist auch ganz cool, ganz praktisch. Das heißt, du musst nicht immer nass hoch und runter. Okay. Aber man kann einfach hier rein, man muss nichts voranmelden. Nee, auch hinten oder so musst du. Nee, du kannst hier tatsächlich einfach rein. Bei den Bereichen weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich glaube, wenn du es unten anmeldest, Ja. kannst du hier auch barbecuen und deine kleinen Ah, Feiern cool. veranstalten. Das ist echt cool. Warum ich die Lage so mag, ist, du bist super zentral, du hast da gleich die Metro. Oder hier ist das Wincom Megamall, das ist ein Einkaufszentrum und das ist halt montags bis Sonntag komplett auf, immer von 10 bis 10 Uhr abends. Habt ihr da auch Supermärkte und alles drin? Genau, Supermärkte hast du da drin, du hast da auch ein Gym drin, du hast hier verschiedene Essensmöglichkeiten, oben sind Food Courts. Genau, also du hast wirklich alles in Reichweite. Hier haben wir ein Gym, das ist recht gut ausgestattet. Hier unten sind alle Cardio-Sachen. Ich weiß nicht, wie man diese Maschine nennt, aber du hast diese Maschine. Ja, ich glaube, das ist so eine
Na, egal. Ich mache keinen Gym, deswegen kann nicht jemand das nennt. Und sonst können wir hochgehen. Aber es ist, glaube ich, auch aktuell recht voll. Ich höre ganz oft, dass die Wände in Vietnam wirklich extrem dünn sind und die Bauqualität nicht so gut ist wie in Deutschland, also keine deutsche Qualität vorweist. Wie würdest du sagen, in den Mastery, die sind ja schon teurer als andere Unterkünfte in Vietnam? Dieses Apartment, dieses Viertel hier ist einer der allerersten, glaube ich, tatsächlich, die damals gebaut worden sind. Das heißt, die gibt es recht lange schon. Ja. Und deswegen ist die Bauqualität tatsächlich nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Die Wände sind schon recht dünn, man hört schon die Nachbarn. Generell findest du in Vietnam auch jegliche anderen Wohnungen immer diese Mini-Ameisen, diese kleinen dünnen Ameisen. Damit hatte ich am Anfang auch zu kämpfen, weil die immer von irgendwo kamen und ich wusste aber nicht wo. Und das beste Ding, was man sich holen kann, ist so ein Spray. Ja. Und seitdem wir das benutzen, und wir haben das jetzt, glaube ich, nur 2 Mal benutzen müssen, und seitdem sehe ich keine Ameisen. Es gibt natürlich auch andere Gebäude von anderen Firmen, von anderen Marken, von anderen Händlern, die sind dementsprechend auch neuerer und besser. Da war ich jetzt auch ein paar drin. Und zum Beispiel mein Cousin wohnt in einem, das ist jetzt in Q10. Und er hat, glaube ich, 0 Probleme, was Wände angeht. Also so oft, wie er die Musik laut bläst, Alter, hat er noch nie irgendwo eine Beschwerde bekommen. Aber hattest du sonst allgemein hier irgendwelche Probleme, abgesehen von Nachbarn und Insekten? Was Wohnung angeht, tatsächlich nicht, weil immer wenn man Probleme hätte oder hat, kann man sich immer unten an der Rezeption melden. Ja. Und die sind auch super hilfreich und offen und die helfen dir auch sofort. Zum Beispiel einmal, das war, glaube ich, gegen 8 Uhr morgens oder so, da war der Nachbar bei mir recht laut, super laut. Und dann habe ich mich einfach unten gemeldet und gemeint so, hey, ich wohne in dieser Wohnung, mein Nachbar in der Wohnung ist super laut, könnt ihr was machen? Und die haben sich halt darauf auch gekümmert. Ja, okay, Genau. das ist gut. Wir sind ja hier in District 2 und das ist ja schon ein bisschen anders als die anderen Districts. Wie sicher fühlst du dich hier eigentlich? Sehr sicher, also was heißt sehr sicher? Also in 6 Monaten ist mir jetzt nichts irgendwie Schlimmes passiert oder widerfahren. Ich laufe hier auch gerne abends mal rum, so um 11, 12 Uhr abends oder so, und es ist sehr ruhig, aber jetzt nicht so ruhig, dass du Angst haben musst, weil du siehst vereinzelt noch ein paar Personen. Findest du hast hier eigentlich auch alles vor Ort? Also tatsächlich sind wir hier gleich im Herzen von Q2, weil wenn wir weiter jetzt hier gerade rauslaufen, hast du ganz viele koreanische Restaurants. Ja. Du hast auch sogar Schulen und Kindergärten und Cafés hast du in die Richtung. Und wenn wir weiter in die Richtung laufen würden, dann siehst du, das ist die Sun Tui Straße, nennt sich das. Ja. Und da hast du wirklich alles von Bars, von Cafés, von Restaurants. Alles, was dein Herz begehrt, findest du dort, von westlich bis zu asiatischer Küche. Ja. Und das kannst du tatsächlich auch zu Fuß erreichen. Also finde ich super praktisch und super zentral. Das ist schon die Expat-Gegend, deswegen sind hier auch super viele Ausländer, Freelancer von ganzer Welt, würde ich sagen. Und da sind die Preise schon höher, schon ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so dermaßen teuer, aber im Vergleich zu den anderen Distrikten ist es hier schon teurer, ja. Wie viel zahlst du hier so für eine normale Hauptspeise? Kommt drauf an, in welche Richtung du gehst. Wenn du jetzt so in, sagen wir mal, italienisches Restaurant gehst oder so. Gestern war ich zum Beispiel Pasta und Steak essen. Da hat eine Speise, glaube ich, auch so um die 600.000. Ja, 20 Euro fast, ne? Genau. Aber würdest du sagen, dass du dann in den 6 Monaten weniger ausgegeben hast, als in den 6 Monaten, wenn du in Deutschland gewesen wärst? Ich denke schon. Du hast gesagt, hier sind relativ viele Ausländer. Das heißt wahrscheinlich auch, du siehst gar nicht so viele Vietnamesen, die hier richtig leben, sondern eher arbeiten? Ja, also viele, die halt hier arbeiten, da sagen viele, die kommen eigentlich nicht aus der Stadt, sondern ein bisschen weiter weg. Ja. Weil die kommen halt in die Stadt, um zu arbeiten, um das Geld zu verdienen. Und wenn die wirklich Locals wohnen, wohnen die halt außerhalb, weil die Kosten halt günstiger sind. Ja, Tatsächlich. ich glaube, genau. Local Vietnamesen wohnen normalerweise nicht in solchen Apartments. Nee. Ne? Zum Beispiel in Maastricht ist es richtig bekannt, dass hier sehr viele Koreaner wohnen. Ich habe jetzt auch Inder gesehen tatsächlich. Ja. Dann Amerikaner und so. Ja. Also man sieht hier weniger Locals, außer das sind halt Locals in der oberen Klasse, würde ich mal Ja. sagen. Wie ist es dann mit der Sprache? Also ich glaube, du kannst ja ein bisschen Vietnamesisch. Bist du dann nur Vietnamesisch oder würde man als jemand, der nicht Vietnamesisch sprechen kann, auch mit Englisch gut klarkommen? Ich kenne auch Leute, die sind keine Vietnamesen und die wohnen jetzt auch schon ein bisschen länger und die kommen auch komplett mit Englisch klar tatsächlich. Also vor allem jetzt in Q2 hast du keine Probleme mit Englisch. Ich glaube, selbst in Q1 und Q3 hast du auch nicht so viele Probleme, weil Leute sind ja super offen und wenn nicht, kannst du, glaube ich, auch mit Gestik und Mimik am Ende irgendwo durchkommen. Würdest du sagen, dass dir was hier in District 2 manchmal fehlt oder hast du alles wirklich hier? An westlichen Sachen fehlt hier einem nichts. Es ist halt immer nur, dass du ein bisschen mehr zahlen musst. Ja. Was eventuell fehlt, sind halt so die guten Local Spots. Die sind halt alle sehr zentriert, Q1, Q3 in die Richtung halt. Da braucht man ein bisschen länger.
Aber sonst muss ich meistens immer sagen, fehlt mir nichts, weil ich meistens sonst alles online auch bestelle über Grab. Ist halt super convenient. Ich zahle ein bisschen mehr, aber es ist immer ein bisschen mehr für den Komfort Ja. und immer noch günstiger als in Deutschland im Vergleich. Ja, das Genau. stimmt schon. Wie kommst du dann immer von A nach B, wenn du jetzt nicht hier nur in District 2 bleibst? In den letzten Monaten hatten wir uns ein Moped gemietet Ja. und dann sind wir immer mit Moped rumgefahren. Das ist super einfach, muss ich sagen. Also am Anfang, der Verkehr mag super schwierig aussehen und auch super voll und alles. Aber solange du langsam fährst und auf deine Umgebung achtest, kommst du eigentlich auch gut durch. Wie teuer war das Moped? Pro Monat haben wir 2 Mio gezahlt. Apropos Verkehr, wie findest du die Luftqualität hier? Weil Vietnam hat ja diesen Ruf, dass hier alles sehr staubig und smogbelastet ist. Ja, also man merkt es tatsächlich schon, dass die Luftqualität nicht die beste ist. Ja. Aber ich muss sagen, die ist in Saigon besser als in Hanoi. Ja, das stimmt. Weil hier ist alles weiter aufgebaut. Du hast ein bisschen mehr Ja. Grünland, Grünfläche. Aber ich trage ganz oft zum Beispiel auch Maske tatsächlich, wenn Ja. ich auf dem Moped bin oder so. Ja. Dann trage ich sicherheitshalber immer eine Maske. Vielleicht als Abschlussfrage, wenn du jetzt Vietnam und Deutschland vergleichst, hast du ja schon sehr positiv über Vietnam geredet und auch gesagt, du würdest länger in Vietnam bleiben. Aber gibt es eine Sache oder mehrere Sachen, wo du sagen würdest, dass Deutschland besser ist? Die organisatorischen Sachen einfach. Ja. Das ist mir ganz oft aufgefallen, aber vor allem auch in der Uni. Viele Sachen haben sich einfach abrupt geändert und das wurde nur einen Tag vorher Bescheid gegeben Ja. oder so. Und ich mir immer so, boah, da kriegst du den Deutschen nicht aus mir raus. Da denke ich Ja. mir, da wünschte ich, das wäre wie in Deutschland halt wirklich geplanter und Leute würden sich dran halten, Ja. muss ich sagen. Die Sicherheit dahinter einfach auch besser, muss ich Ja. sagen, weil ganz oft, wenn ich hier was mache, es geht super schnell und auch alles einfach, wofür ich halt auch dankbar bin. Aber dann denke ich mir, okay, das ging gerade super schnell. Okay, hätte ich was anders machen sollen, hätte ich an was anderes denken Ja. sollen. So. Einfach manchmal, wenn es zu schnell ist, fehlt einfach diese Sicherheit. Okay, Ja. es ist alles richtig und so. Und dann denke ich mir, okay, in Deutschland wäre es, glaube ich, 100% sicher. Keiner kann dir da irgendwie was anderes sagen. Die ganzen Regeln und so, ich verstehe schon, dass es echt manchmal gut ist, die zu haben. Sagen wir, deutsche Struktur und deutsche Regeln sind schon Sind schon, Top-Tier. ja, sind schon manchmal echt gut, vor allen Dingen, wenn man da aufgewachsen ist Ja. und man das so kennt. Auf einmal kommst du nach Vietnam, wo alles wirklich spontan ist. Da musst du richtig flexibel sein. Ja. Ach, du musst super flexibel sein. Also wenn du heute dir einen Termin machst, kann das sein, dass du morgen einfach sagst oder morgen die einfach meinen, so, nee, geht nicht mehr. Und wiederum ist es halt gut, weil du kannst die Arzttermine einfach so schnell machen. Du rufst an und sagst, ich werde heute kommen. So, ja, okay, dann komm in einer Stunde oder so. Oder sag, ich will in 2 Tagen kommen. Easy. Ja. Das wiederum finde ich gut, aber in manchen Sachen fehlt mir da schon die Struktur. Okay, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Schaut gerne bei ihrem Instagram vorbei, da heißt sie THVH. Ja. Ich verlinke dir auf jeden Fall in der Infobox.